Guten Morgen, liebe 1000 PS-Fans. Ich begrüße euch zum Test der neuen Triumph Bonneville Bobber hier aus Madrid. Wieso ich so traurig reinschaue, das zeige ich euch gleich. Ich zeige euch auch, was Triumph vorbereitet hat, damit wir heute nicht ganz ertrinken und erfrieren. Denn so schön dieser Anblick da draußen auch ist, so hässlich ist der, sagen wir jetzt einmal. Wunderschöne Motorräder, circa 30 Triumph Bonneville Bobbers vor der Tür, auch Regen und 9 Grad. Aber ich möchte nicht jammern. Ich werde ja immer dafür gescholten, dass ich jammere. Aber ich möchte nicht jammern. Dafür ist dieser Anblick einfach zu schön. In Schwarz, Graphit, Dunkelrot und dann so ein bisschen eine typische englische Lackierung in Grün und Silber mit goldenen Zierstreifen. Oh je, jetzt werde ich da angeregnet, muss ich wieder flüchten. Wir starten in circa einer halben Stunde. Hell wird es hier um die Jahreszeit erst um 8 Uhr, ein bisschen nach 8. Und viel heller wird es heute nicht werden. Mit unseren Regenüberzügen kann ja nicht viel schief gehen. Hoffe ich zumindest. Wir haben Traktionskontrolle, wir haben ABS, wir haben Riding Modes, unter anderem auch einen Rain Mode. Und wir haben hoffentlich gute Reifen, aber das werden wir dann sehen. Bis gleich. So, die erste Testfahrt ist zu Ende. Wir haben sie frühzeitig abgebrochen. Das geschieht wirklich nur, wenn das Wetter sehr, sehr schlecht ist. Und es war sehr, sehr schlecht. Ich glaube, das war das zweitschlechteste Wetter bei einer Präsentation aller Zeiten. Sehr schade, aber nichtsdestotrotz möchte ich meine Fahreindrücke mit euch teilen, die sehr positiv waren. Anfangen möchte ich mit den Reifen. Avon, Wahnsinn, die sind extra entwickelt worden für die Triumph Bobber. Hinten 150 Breite, 16 Zoller, vorn 19 Zoller, 100er Breite. Klingt jetzt ein bisschen untypisch, ist es eigentlich auch für einen amerikanischen Bobber. Wir haben aber heute gelernt, der englische Bobber sah immer schon so aus. Die haben einfach größere Vorderreifen gehabt, schmälere und nicht dieses typische fette Vorderrad. Das heißt, der Stil ist, hat man uns gesagt, authentisch. Nachher in der Präsentation werden wir noch mehr darüber hören. Triumph macht das jetzt immer umgekehrt. Die machen die technische Präsentation erst nachher. Das heißt, ich habe jetzt momentan noch keine Ahnung von den technischen Daten. Da lässt man uns dann immer raten, wie viel Drehmoment, wie viel Leistung und wie viel Gewicht das Motorrad hat, vielleicht sogar den Radstand. Wir sollen uns also dann nicht beirren lassen von den Zahlen am Papier, sondern einfach selber merken, was in dem Motorrad steckt. Die Reifen, Wahnsinn. Es war wirklich durchgehend nass, relativ kalt, ich schätze so unter 10 Grad knapp und schwerer Regen teilweise. Die Reifen haben so gut gehalten, dass ich es fast nicht geschafft habe, die Traktionskontrolle zu aktivieren, die hier an Bord ist. Auch das ABS hat kaum ausgelöst, vielleicht einmal so richtig ein bisschen zu schnell in die Kurve rein, dann hat das so leicht gestottert. Aber ansonsten war der Grip hervorragend. Das war fast so, als wäre das eine Regenreifenmischung. Also da muss ich Avon ein echtes Kompliment aussprechen und nachher werden wir auch noch ein bisschen mehr zu dem Reifen erfahren. Die Bremsen, wenn wir schon dabei sind, brauchen ein bisschen Handkraft. Wir haben vorne auch nur eine Bremsscheibe, 2 Kolbenbremssattel, wie ich das sehe. Also da muss man schon ein bisschen am Hebel ziehen. Die Hebel sind lobenswerterweise verstellbar. Das gab es früher nur bei den Sportbikes eher und vielleicht auch bei den höherpreisigen Bikes. Jetzt auch bei den Cruisern, das mag ich ganz besonders, weil jeder hat andere Finger, jeder andere Größe und jeder hat andere Präferenzen, wie er bremsen möchte und kuppeln. Ich mache das eben immer nur mit 2 Fingern, da brauche ich ein bisschen mehr Raum, dass ich mir die Finger nicht einzwickt da und deswegen schätze ich das immer sehr, wenn man das in der Weite verstellen kann. Angetrieben wird der Bobber ja auch vom 1200 Kubik Parallel Twin, der auch schon in der Bonneville T120 und in der Thruxton arbeitet. In der Bonneville ist er als High-Torque-Variante ausgelegt und in der Thruxton als High-Power, das steht auch hier drauf. Wo haben wir es da? Bonneville 1200 HT, das heißt High-Torque. Der soll aber noch mehr Drehmoment haben, noch mehr drehmomentlastiger ausgelegt. Ist extrem angenehm zu fahren, das sind die anderen beiden auch, aber der ist noch ein bisschen angenehmer. Irrsinnig schön dosierbar, gerade bei diesen schlechten Bedingungen und das muss man sagen, alles Schlechte hat sein Gutes und das war auch heute der Fall.
Da merkt man halt richtig, wie fein dosierbar das Gas ist. Ich habe da nie einen Rutscher gehabt, nie irgendein ungutes Gefühl, sondern habe genau gewusst, wie viel Drehmoment ich jetzt sozusagen abrufe. Ganz angenehm, Wohlfühlbereich von den Drehzahlen her, so zwischen 2.500, 3.500, 4.000 Touren ist der Wohlfühlbereich. Maximal konnte ich den Motor fast bis 7.000 Touren drehen, aber die letzten 1.000 Touren machen kaum noch Sinn, muss ich sagen, vom Vortrieb her. Die Traktionskontrolle bei so einem Fahrzeug, wie gesagt, für mich eigentlich nur in Notfällen. Man kann sie auch abschalten, nur im Stand, nicht während der Fahrt. Das ist zum Beispiel bei den Fahrmodi anders. Ich habe 2 Fahrmodi an Bord, Road und Rain. Die Fahrmodi kann man während der Fahrt wechseln. Da muss ich vom Gas gehen, dann habe ich hier diesen M-Button, den drücke ich einmal ganz kurz, nicht irgendwie lange halten oder so, ganz kurz. Dann blinkt entweder Rain oder Road und wenn ich dann den Gang wechsle, ist der neue Fahrmodus aktiviert. So funktioniert das bei Triumph, extrem unkompliziert. Dasselbe gilt eben auch für die Traktionskontrolle. Ein kurzer Drücker auf den Info-Button, da muss ich zuerst auswählen die Traktionskontrolle, die erscheint dann hier auf dem LC-Display und dann steht TCC On und dann kann ich das auswählen. Da muss ich schauen gleich. Ganz easy, wenig Armaturen, so wie es sein soll bei so einer Art von Motorrad. Zur Sitzposition, wir sehen sehr weit unten, ich schätze eben unter 700 mm Sitzhöhe. Ich kann mich ja mal da drauf platzieren. Es ist, sage ich jetzt mal, doch eher fahraktiver, es ist aber kein Kurvenräuber. Das Handling ist aber so schön harmonisch und berechenbar, ist nicht kippelig, ist aber auch nicht sperrig, sondern funktioniert wirklich einfach richtig genussvoll. Wir haben halt eher ein bisschen weite Kurvenradien gehabt, das ist auch genau das Umfeld, das das Fahrzeug braucht. Wenn es dann enger wird, Spitzkehren, dann wird es vielleicht ein bisschen problematisch, Lenkkopfwinkel, langer Radstand. Aber ansonsten ein echtes Genussbike, schmaler Tank. Ich sehe den Motor ein bisschen, das mag ich immer ganz besonders, zum Beispiel auch bei der Harley Sportster oder besonders beim BMW Boxer, aber auch hier wunderschöner Blick nach unten und einfach eine lässige Sitzposition. Den Sitz kann ich jetzt noch, indem ich eine Torx-Schraube löse, nach vorne und nach hinten versetzen, je nachdem, dann sitze ich halt hinten noch ein bisschen gebückter. Muss man dann auf seine Körpergröße abstimmen und dann kann ich auch noch den Sitz in der Höhe variieren, indem ich den Winkel ändere. Das heißt, ich kann den Sitz jetzt nicht parallel zum Boden versetzen, sondern ich kann die Neigung verstellen. Was haben wir sonst? Ein Extra, das ganz wichtig war heute, waren die Heizgriffe, super schön integriert, ganz kleiner Button hier nur, den ich drücke, dann habe ich einmal Off, wenn ich nochmal drücke Low und nochmal drücke High. Und dann kann ich sie wieder abschalten. In der 1er Stufe völlig ausreichend heute, die 2er wahrscheinlich eher, wenn es gefriert. Wunderschöne Auspuffanlage, der Sound etwas gedämpft, aber trotzdem kräftig. Wir werden in Zukunft immer weniger laute Motorräder erleben, da muss man dann halt nachrüsten. Ist leider gesetzlich so, aber es ist ein sehr satter Klang und vor allem, wenn man andere Motorräder hört, dann böllert das richtig schön. Ich finde es angenehm. Kann man darüber diskutieren, ob es zu leise ist. Auf jeden Fall merkt man, dass das Ganze natürlich gedämpft ist. Was fällt mir sonst noch ein? Bremsen, Fahrwerk, Getriebe, Traum. Wirklich wunderschön. Gerade wenn man Kurve schnell anbremst und 2, 3 Gänge schnell runtertritt, dann war das immer total exakt. Ich habe mich kein einziges Mal verschalten, obwohl ich eher ein schlampiger Schalter bin. Hat alles super exakt funktioniert, gibt es nichts zu meckern. Was ich mir wünschen würde, ganz persönlich, wäre, es ist unglaublich viel los da in dem Hotel, es ist unfassbar, was da abgeht. Irgendeine Versicherungsparty. Was ich mir wünschen würde, einfach so ein bisschen optisch, wären Trittbretter. Und dann auch eine Schaltwippe, weil dann kann man auch mit schöneren Stiefeln drauf fahren, muss ich die Stiefel nicht kaputt machen, sondern kann eben die Gänge alle, indem man runtertritt, schalten, nach oben und nach unten. Das würde mir noch sehr gut gefallen. Schräglagenfreiheit ist nämlich natürlich nicht allzu hoch und das Interessante war, mit den Reifen war es heute sogar möglich, bei wirklich waschelnasser Straße auf die Fußrasten zu kommen, Fußrasten kratzen zu lassen. Wahnsinn, also ich bin total überrascht.
Vom Reifen insbesondere und vom Motorrad bin ich nicht überrascht, weil ich habe mir nichts anderes erwartet, als dass das einfach wunderschön fährt. Wie gesagt, die englische Variante eines Bobbers, nicht die amerikanische, deshalb schmaler, größerer Vorderreifen. Das ist der Unterschied. Fahrwerk habe ich noch vergessen. Straff eingestellt, nicht unangenehm straff. Der Sitz ist auch, diese Sitzschale ist wirklich angenehm zu sitzen und man hat ein super Gefühl für den Untergrund. Auch wieder was man heute bei diesen Verhältnissen besonders gut gesehen hat. Das passt für mich genau. Also das ist keine Sänfte, es wackelt auch nicht schwammig, nichts. Ein bisschen weniger Komfort als vielleicht andere Motorräder in der Kategorie, aber für mich passt das einfach, weil es einfach ein bisschen fahraktiver ausgelegt ist. Ich muss mich da nochmal draufsetzen, weil es so geil ist und weil ich wahrscheinlich jetzt längere Zeit nicht drauf sitzen werde. Das sieht man einfach, das ist ein bisschen kraftvoller, kompakter und genauso muss es sein. Also man sieht, Triumph hat mit diesem Motor jetzt 3 für mich völlig unterschiedliche Konzepte aufgestellt, die alle sehr erfolgreich sind. Vom Bobber wurden schon, glaube ich, in England 450 Kaufverträge verschrieben, nur aufgrund der Fotos, ohne Testberichte, ohne Fahrberichte, ohne Videos. Das zeigt, dass das auch wieder ein super erfolgreiches Modell wird, da bin ich sehr froh drüber und ich freue mich schon auf die erste Testfahrt im Trockenen, zu Hause und im Warmen. Wenn es euch so gut gefallen hat wie mir, schenkt mir einen Daumen hoch, abonniert unseren Kanal, schaut euch die anderen Videos an und sagt mir, was ihr vom Bobber hält. Gefällt euch das? Gefällt es euch nicht? Fehlt euch ein Sitz? Das ganze Rahmen, die ganze Konstruktion ist wirklich nur auf Single-Seater ausgelegt. Man kann hier keinen zweiten Sitz drauf machen, das wird es nicht geben. Zumindest nicht in diesem Chassis, leider. Also vielleicht können wir ein bisschen diskutieren, wie ist euer Geschmack. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.